schon chillig. Gucken wir mal ganz kurz in die Einstellungen. Alle Objekte hervorheben. Oh, eine gute Taste, Tabulator. Seekarte, To-Do-Liste, Inventar, Dialog überspringen, sekundäre Aktion. Okay, mal gucken. Sound. Bisschen leiser kann ich, glaube ich, machen, ne? Ist relativ laut. Vollbild. Schiffsbewegungseffekt, Verzerrungseffekt. Am höchsten. Okay. Text und Sprache. Deutsch. Textdialog, nur Dialog. Textgeschwindigkeit, Soundeffekte. Was bisher geschah, Funktion. Writers Cut, mehr Geschwafel. Schlechteres Erzähltempo. Ja, nee, okay. Okay. Dann, achso, das Ganze natürlich zur Verfügung gestellt. In diesem Fall habe ich noch gar nicht gesagt, von Devolver Digital. Dankeschön natürlich für den Key, für den Stream zur Verfügung stellen. Deswegen auch provided im Titel. Dankeschön geht raus, hatte ich noch gar nicht gesagt, aber ja, ist so. Ja, fangen wir mal ein neues Spiel an. Einfacher Modus. Die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den fast viel beschäftigten Spieler. Schwerer Modus. Mehr Rätsel, schwerere Rätsel. Einfach, affenstark. Für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Was ist denn jetzt normal? Es gibt ja nur einfach und schwer, aber was ist denn normal? Ich will normal. Jetzt bin ich verwirrt. Was spiele ich denn jetzt, Chat? Ich sehe Markus als Profi. Großer Fehler des Tracks. Großer Fehler. Ja gut, aber... schwer ist wie früher. Na gut, dann gönnen wir uns schwer. Let's go. Auf Risiken und Nebenwirkungen frage ich den Chat oder... Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Nimm das, Litschak. Gabe Rush, komm hierher. Sei vorsichtig, nimm die Maske ab. Versprichst du mich dann endlich in Ruhe zu lassen? Na gut, ich verspreche es. Ich tue ja alles, mach bloß das Bein wieder fest. Hey, ihr Kinder. Ihr solltet hier nicht rein. Das ist tatsächlich exakt da, wo der zweite Teil aufhört. Und was jetzt? Sollten wir nicht Ton haben? Machen wir uns über die beiden lustig. Tun wir so, als wären sie unsere Eltern. Haha, ja. Entschuldigt, dass wir abgehauen sind. Habt ihr euch wahrscheinlich Sorgen um Mörder und Taugenichts gemacht? Ihr habt euch, Entschuldigung, kann schon nicht mehr reden. Keine Sorge, ich habe ihn gefunden. Komm schon, auf geht's. Tun wir so, als hätte ich Kräfte, die Blitze aus den Augen schießen lassen. Er klingt so lebensecht. Ich frage mich, ob er echt ist. Warum habe ich keinen Ton? Gibt's den auch schwer nicht? Toll, danke, Chat. Entschuldigt, Jungs, könnt ihr aufhören, uns zu verfolgen? Das ist unheimlich. Jawohl, Sir. Komm schon, ich habe da hinten eine, Scurvy-Dog-Hütte gesehen. Scurvy-Dogs, so einen habe ich noch nie gegessen. Was? Du musst unbedingt einen probieren. Das ist das Beste, was du je in deinem Leben essen wirst. Ohne Spaß. Wow. Okay, warum habe ich keinen Ton? Und wie mache ich Ton? Ist noch immer sehr laut. Jetzt muss ich so schreien. Textdialoge. Da, ne? Textdialoge?
Text und Dialoge, oder was? Ah ja, okay. So wahrscheinlich, ja? What should we do next? Ah, We oh, gotta laut. get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Das ist laut. Sehr laut. What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Das ist besser. So, Text, Sprache Some war... places you go have scurvy dogs with cheese inside. Tatsächlich standardgemäß ausgeschaltet. Meine To-Do-Liste öffnen. Scurvy Dog kaufen. Okay, also wir haben tatsächlich jetzt mittlerweile ein Journal, was wir tun können und sollen. Was passiert, wenn ich ihn rechts anklicke? Gar nichts, okay. Wie wähle ich andere Dinge aus? What should we do next? We gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Gut, schauen wir uns mal um. Was ist das denn? Da schwimmt eine Ratte im Fass. Die chillt. Aber da kann ich nicht mit interagieren. What should we do next? Nein, ich wollte ihn nicht We anklicken. gotta get to scurvy dogs. I can't believe you never had one. Fängt ja gut an. Also da können wir rein. Gucken wir mal, was I da once steht. had the hiccups. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Passt die Lautstärke, Chat? Oder im Plumpsklo herumspielen? It's locked. Maybe one of the shops has a key. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Exhibit removed. Aw. Smells like grog. Ich finde aber krass, dass es wirklich exakt in dem Vergnügungspark anfängt, wo Teil 2 aufhört. Let's not go back there again. Die waren ja in der just get yelled Achterbahn. at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Und dann war ja Ende. Und hier geht's jetzt exakt weiter. Wir sind der kleine Game Rush. Ich bin fasziniert. Eieiei. Von Penner, sei gegrüßt. Guten Abend. Did you Klingt know gut, you okay. can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Das freut mich zu hören. Sounds real. Bolli will einen Keks. Bolli will einen Sounds Keks. real. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Okay. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ja, der will nur essen. Was ist denn mit Chucky? Alter verfressener Chucky hier. Da ist ein Key. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Den Schlüssel schnappen. Zack, I'll in die bring this Tasche. right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Einfach mal Kinder In zersägen. France, Ist they call okay. a scurvy dog a chien score butt. It says, return outhouse key when finished, or else. Oh Gott, ey. Was? Hühnerfußpommes? Ein Grog bestellen. Na gut, erstmal haben wir tatsächlich den Key. Damit kommen wir jetzt wahrscheinlich ins Klo. It unlocks the outhouse. Okay, dann kriegen wir es so auf. It's locked. Nee, okay, so nicht. Good thing I've got the key in my pocket. Ah, sogar mit Reminder. Good, you unlocked it. Was ist das denn? Das ist ja eine schöne Bumsbude. Was ist das kleine I can Metallding? stand on my head. It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is almost as good as a real coin. Jetzt haben wir eine falsche Münze. It looks like a piece of eight, if you don't see very well. I once ate 2 scurvy dogs at the same time. Gross. Was ist das? Am Schlamm riechen. Ugh,
stuff. It smells the same as the toilet. Das ist ja... Please wash hands before leaving outhouse. Nee, nicht die Hände waschen. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Da kann ich aber nichts machen, okay. Gross. Goodie. Also theoretischer Natur können wir das Wasser vielleicht irgendwann mitnehmen. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? I can't even tell if it's animal, vegetable, or mineral. Das ist ja belastend. Okay, auf jeden Fall haben wir eine Münze. Eventuell können wir dafür jetzt den Scurvy Dog kaufen. So, was haben wir denn hier? How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a Und Captain piece Slow, of sei 8 grüßt, is. moin. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Das ist zu teuer, so viel haben wir nicht. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Okay, Grog kriegen wir nicht, wir dürfen noch nicht trinken. Na gut, dann bestellen wir mal einen, ne? Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8. Ja, hab ich. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. Alter, was ist What are das? you getting? What? Just kidding. Here's yours. Ah! Das ist widerlich. Da sind ja noch Fliegen dran. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Ja, die Frage ist, was können wir hier machen? Let's not go back there again. We'll just... Da ist dieselbe Ratte drin. Die chillt. Okay. Eieiei. Jetzt sind wir Wurstbros. Wir haben die Würste gekreuzt. Das ist quasi die Geschichte von Klein Pasi und Sleth, der Streamer auf der Gamescom 2000, wann war es? 2017? 2016? Ich weiß es gar nicht. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Oh Gott, ich sehe schon wieder irgendeinen Spuckwettbewerb. Pasi musste Geld auf der Toilette suchen für Würste. Ja, der kam halt nur mit Schweizer Goldbarren und konnte auf der Gamescom nichts bezahlen. Die haben leider sein Gold nicht angenommen. Das war so eine schwierige Situation. Herumalbern und erkunden, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Enten füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein 4-blättriges Kleeblatt finden, sich etwas an dem Wunschbrunnen wünschen, unsere echten Eltern finden. Alter, was ist denn das? Der hat ja einen vollen Tag. Das ist ja mehr als ich Arbeit nehme. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead.
The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Ja, morgen werde ich abfragen. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben und aufgepasst. Ist klausurrelevant. So, ich sag mal eben Nicole gute Nacht. Die ist beim Ankerstudium eingeschlafen. Oh Mann. Oh Mann. So, also haben wir das schon mal abgeschlossen. Hier vorne sieht es nach dem Rennen aus. Geht das hier eigentlich weg oder muss ich jetzt die Taste drücken? Und welche Taste soll ich jetzt drücken? Ich habe keine drei Komma-Tasten. Kannst du Komma, Komma, Komma drücken? Oder Hochkomma? Welche Taste soll ich jetzt drücken? Und wieso geht das nicht weg? Geh weg! Ah ja, jetzt ist es weg, okay. Hey, Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Achso, muss ich hier was machen? Komplett lost. Shoot! Was? Also, Pasi, du musst rennen. Weißt du, das ist das mit den Füßen. Ich weiß, macht ihr in der Schweiz nicht so oft. In the back. I can feel it with my tongue. Muss ich hier You up irgendwas for another drücken? race? You're on. Aber ich habe keinen I'll Cursor. officiate. 3, 2, Hey, cheater. you have to wait until I say go. Ja gut, Pasi hat die Regeln nicht verstanden. Scheiße, Mann. Ich muss was klicken, Chat. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Hab gewonnen. Win! I want to say 2 scurvy dogs at the same time. Oh Mann. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Die Enten füttern Soße, Schwertkampf, Kleeblatt und am Wunschbrunnen. Und die echten Eltern. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das da vorne die echten oder die falschen Eltern waren. Kleeblatt. Ah, hier sind auf jeden Fall Enten. Da kann ich etwas Brot mopsen. Hey, hands off. Hey, du hast da genug Brot. Guck mal, ihr braucht das Brot nicht. Da steht Entenfüttern verboten. Don't feed the duck. Ja. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Nein, das tue ich jetzt nicht. Doch, ich tu's, Chat. You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Okay, Gross. also da brauchen wir tatsächlich erst, um das irgendwie aufzuwischen. Was haben wir hier? Da ist nix. I once. Do not pick the 4-leaf clovers. As if. Als ob. Gott, jetzt übersetzen sie das schon in Spielen. Als ob. Oh Gott, die Welt geht zugrunde. I found one. Awesome. There was still one left.
Darn. So. I never thought I'd ever find one. I can stand on my head without using my hands. Der sagt hier halt echt immer nur so random Dinge. Schwertkampf üben. Okay, mal gucken, ob wir mit denen reden können und denen sagen können, dass sie eigentlich gar nicht füttern dürfen. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And gotta run. How rude. Wir haben ihn abgelenkt mit dem Korb. Wir haben einfach hier die Eltern gekorbt und für das Brot. So muss das sein. Wir sind einfach schon Profidiebe. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? So, dann können wir mit dem Brot die Enten füttern. Gut, dann haben wir auch. Ja, ich gehe mal davon aus, das ist so eine Art jetzt, natürlich ist es schon Story irgendwie, aber es ist auch so ein bisschen Tutorial. Manchmal spreche ich auch Tutorial falsch aus. Also wie das Spiel spielt. Grafik, muss ich sagen, ist okay. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt der liebste Stil, den ich bis jetzt bei irgendeinem Adventure hatte, aber es stört nicht. Sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum das in den Präsentationen davor so komisch aussah. Finde ich ist okay. Oder go on, sei gegrüßt, moin. Ja, auf jeden Fall besser als 3D-Mumpitz. Das auf jeden Fall. Das unterschreibe ich. So, was muss ich jetzt machen? Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Okay, aber ich habe gewonnen. Das hat, glaube ich, gezählt. Genau. Soße brauchen wir noch und der Wunschbrunnen. Was war da vorne? Da vorne war... Excuse me. Would you boys mind letting us enjoy our day in peace? Ah ja, immer diese Rentner, ey. Tun so, als ob der ganze Teich ihnen gehört. Aber gut, hier war nichts mehr. Okay, dann müssen wir weiter den Wunschbrunnen suchen. Und irgendwas, wie wir den Ketchup aufsammeln können. Oder kann ich den mit dem Brot aufsammeln? Nee, okay. I should find a coin to throw in. Auch noch eine Münze? Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Point of no What you return? looking at? Those kids jumping rope down there? They're doing it wrong. Achso, das hatte ich ja schon gelesen. Eine Münze und den Ketchup nehmen. Ach, ich kann ihn einfach so nehmen. Okay, das war ja jetzt einfacher als gedacht. Dann können wir den nämlich einfach da drauf machen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Münze. Wo finde ich die denn? In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Münze. Münze sehe ich nicht. So. I once had the hiccups for 4 days straight. Ja, aber da war ja keine Münze, ne? Nee. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Okay. Ja, Chucky, du sagst so oft dasselbe. Aber hier sind keine Münzen. Und Zero, sei gegrüßt. Moin. Wenn ich da jetzt rausgehe, ist dann wirklich Point of No Return, was gerade gesagt wurde durch das Tor? Also sprich, dass man das Tutorial auch beenden konnte, also könnte, ohne es abzuschließen?
Ja, mir fehlt jetzt nur noch die Münze und die Eltern. Oh, falsch. Zurück. Aber gut, ja, für die Eltern müsste ich ja sowieso woanders hin. I can stand on my head without using my hands. Also wie gesagt, Münze sehe ich jetzt nicht. Ach, da liegt eine Münze. Ich bin auch blind. Ich bin auch blind. Ich wünschte, Chucky hätte einen Schnauzbart. Ich wünschte, die würde verschwinden. Ich wünschte mir eine coole Pflanze. Ich wünschte mir noch einen Scurvy-Dog. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. I wish Chucky had a mustache. Ah! Whoa! So. Dann fehlen uns jetzt nur noch die Eltern. Ja. Nice. Läuft ja wie am Schnürchen. Ach du Scheiße. Also das bin ja quasi ich. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that Aw. is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Tief in der Karibik. Die Insel Mealy Island. Teil 1, ein freundlicher Ort. Alter, Nostalgie-Flash. Die Musik, ey, einfach Legende. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case.
Hi. I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Er hat meine Frau entführt. Ein böser Zombie-Geisterpirat. Wir waren während meiner gesamten Karriere Feinde. Der Typ klaut mir all meine besten Ideen. Ich organisiere meine eigene Reise. Meine eigene. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Wow. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Oh Mann, ey. Nice. Nice. Können wir hier was mitnehmen? Also, Innere der Insel machen wir nachher. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Ah, schön. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? Well, I was just about to head down there. Na gut. Hi there, little guy. Hi. Wow, ich meinte die Eule. Da bin ich ja mal gespannt. Freut ihr euch schon auf Stan, der uns bestimmt wieder ein Schiff vermietet? Ich habe schon wieder Lust auf Stan. Stan ist das Beste. Oh Mann, ey. Alter, es ist halt neu und doch so alt. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Nostalgie, ey. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness. Was hast du gegen Stan? Stan ist Legende. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Okay. Die machen da schon wieder geisterhafte Geisterpiraten-Dinge. Die Scum Bar. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Okay. Dann ist gleich so unhöflich. Oh, Sammelkarten-Quizbuch. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Aha. Im hinteren Teil der Scum Bar ist der Keller eine Angeltrophäe, die Küche ein riesiger Wal. Moment, das muss ich erstmal überprüfen.
Stand er jetzt hinter der Skamba? Zum Glück habe ich meine treue Pferderüstung dabei. Ist wichtig, Chat. Das wird das ganze Spiel verändern, diese Pferderüstung. Im hinteren Teil, okay. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Yo-ho! Looks like a circus act. Maybe. Okay. I really need to talk with the pirate leaders first. Okay. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to Wow. get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Ich hatte nicht gehört, dass es einen Führungswechsel gab. Wo sind die älteren Herren? Okay. Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Ich bin Gamer Streetfoot. Ich bin eine grundsolide Investition. Nur ein bescheidener Pirat. Nein, nein, wir sind der Erste. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, there was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Das ist wirklich ein Raubzug. Es ist ein Raubzug. Ich will das Geheimnis von Monkey Island finden. Exactly. It's a raid. Fine. Well, don't keep us in suspense. What's the target? Okay, wir müssen leider die Karten auf den Tisch legen, Chat. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Es ist ein Preis von unschätzbarem Wert, ein Preis von unglaublich kulturellem Wert. Es ist ein Rätsel für die Ewigkeit, das gelöst werden muss. Es ist eine persönliche Leidenschaft von mir. Ich möchte es wirklich finden. Ah, nehmen wir das erste Mal. It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Tatsächlich, der Stil erinnert mich so ein bisschen an Grim Fandango. Geld vorstrecken, Mannschaft anzuheuern, könnt ihr wenigstens sagen, ob ich ein Schiff finden kann. Okay. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Mit Unterstützung kann ich es ausarbeiten. Ich könnte für euch lohnen, mir zu helfen, meine Mannschaft anzuheuern. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Ich glaube, wir haben schlechte Karten, Chat. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it.
No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Wow. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Oh Mann. Ja, die Schufa sagt nein. Oh Mann. Also ist wahrscheinlich die To-Do-Liste. Ein Haufen Geld um die Expedition. Ein Schiff finden und besorgen. Das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Okay. Kommen wir nach hinten in die Bar? Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Das ist exakt dasselbe, ey. Oh Mann, ey. Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Oh Gott, ey. Kämpfe gegen's kaputt. She's good. No piece is missing. Kids yet? Whoa, easy there, Tiger. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Elaine says anyway. Well, tell her I say hello. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. Oh Mann, ey. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Okay. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Sauber machen? Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Well, it's definitely a mop. Ja, sauber machen? The food is more exciting when you can smell the risk. Gucken wir erstmal, ob wir draußen zur Möwe kommen. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Das ist einfach ein Sternekoch. Schnur untersuchen. I think someone tried to secure a boat with this. Na gut, haben wir eine Schnur, aber die Planke scheint gefixt zu sein. Der Vogel ist auch nur noch eine Holzmöwe. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. The plaque says, in memory of looming Quatsch, seagulls of old. Was ein Quatsch. Krieg ich dafür Geld? Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Okay, sauber machen können wir nicht.
Also noch nicht. Ich weiß nicht, mit dem Satz kriegen wir ihn aber auch noch nicht aus der Küche. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ja klar, das sind natürlich Dinge, die hast halt nur, wenn du den Vorgänger halt kennst oder gespielt hast. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ist halt super viel Nostalgie halt gerade. Und tatsächlich, was ich halt interessant finde, ich finde, du merkst halt ganz krass den unterschiedlichen Stil von dem jetzt, was du gerade in diesem Bild spielst, quasi Referenz zu alt. Pad up. Und wenn ich jetzt hier hingehe, quasi die Referenz zu neu. Weil tatsächlich, das Alte ist sogar echt sehr gut getroffen. Das Neue wirkt halt gerade ein bisschen befremdlich. Also, wie gesagt, das könnte jetzt auch ein Remake sein. Also von daher, das finde ich geht durchaus klar. Und der Apfelmus-Junkie. Mit 68 in Rente gehen. Ah nee, wurde verlängert auf 72. Da muss noch ein bisschen Apfelmus. Dankeschön für 68. Ist das ein Moped-Tag? Nee, 72. Ja stimmt, 72 wäre ein Moped-Tag. Aber trotzdem Dankeschön, mein Lieber. Okay, gucken wir uns erstmal hier so alle Bildchen an. Gucken wir mal zu den Dogs. Okay, jetzt habe ich noch eine Quizkarte. Was kann ich ja damit machen? Die Abkürzung für die Marley-Skorbut-Stiftung lautet... Oh gut, ich klicke jetzt einfach mal, das ist immer ein bisschen das andere. Das war korrekt. So, wie komme ich denn hier raus? Die Frage ist, was ist denn die Antwort davon? Hat jemand aufgepasst? Ich nicht. Die Abkürzung für die Marley-Skorbut-Stiftung. Ich habe keine Ahnung. Weiß das jemand? Ich habe nicht aufgepasst. Le Chip. How clever. Le Chip. Wie geil. Le Chuck, Le Chip. Schwierig, aber lustig. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Ich habe jetzt Angst, wenn ich Ja sage, dass ich plötzlich auf das Schiff komme. Und WWE Sascha. Auch Scum. Na ja, gut, können wir testen. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Kanonier. Schiffsarzt. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. Zweiter I Mat. could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. Also I'd nein. make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Andrew und Chuck nicht verwandt. Smith, John Smith. Smith. John Smith. Uh-huh.
LeChuck gave me a blacklist, and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Oh, Mann, ey. Fuck. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey. Gut, erstmal kann ich jetzt hier, glaube ich, nichts mehr machen. Aber das heißt, wir müssen anders auf das Schiff kommen. Quartiermeister erkennt mich und heuert mich nicht an. Einen Mob besorgen. Also wir müssen uns verkleiden und den Mob aus der Bar besorgen. Vito sei grüß, moin. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Mojo Madness. Elaine? Elaine. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Aw. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh, dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Oh, yeah. I feel better just talking to you. Me too. Aw. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Bye. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Wir gehen pleite, alles zu meinem Preis. They're having a half-off sale. Going out of business? This place is an institution. Nein, die gehen nicht insolvent. Die machen nur den Laden nicht mehr auf. Schwierig. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago.
Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Aha. Da haben wir wahrscheinlich jetzt das Hilfebuch. Da gucken wir nicht rein. Wir haben ja erstmal Chat. What's cooking? The feast of knowledge. Oh, ich muss pipi. Nee, ich hab nicht privat weitergespielt, Venetus. Wie gesagt, privat spiele ich kaum. Gar keine Zeit im Moment. Ich muss mal eben pipi. Lauf nicht weg, BRB. Und Chris sei grüß, guten Abend. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Mm-hmm. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts.
Nee, wie gesagt, habe ich halt noch nicht weitergebracht, Vitus. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Skandalös. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Augenklappe? An empty basket. I should have gotten here last month. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Too bad it's empty. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Looks like it's been there forever. Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle. Gut. Was ist das? A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Someone's very excited I'm looking at this sign. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Okay, aber nicht mitnehmen. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Ricochet sagt guten Abend. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall entschuldigen. Bei irgendwen. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh,
Okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Alter Finne, ey. Einfach mal die amerikanische Kultur hops genommen. Oh Mann, ey. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Okay, aber erstmal würde ich sagen, haben wir alles. Vielleicht wird der Tresor hier nochmal relevant. Aber da müssen wir mal gucken, ob wir Schlüssel finden. Oh Mann, ey. So. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Auf Barebones Island? Okay, das kann ich auch noch nicht beantworten. Ihr habt gesagt, es kam, ne? Toll. Dann ist die Karte weg. Danke, Peter. Ach du Scheiße, jetzt muss man ja auch noch richtig antworten. Und wo kriege ich die Karte nochmal her? Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Haha, a little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Kriegt man die Karten nochmal, Chat, wenn man die verbaselt hat? Oder hat man quasi nur eine Chance? About to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates.
Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a okay, bunch die tauchen nur of nochmal auf und wacky sind zufällig. symbols Okay. I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you! A three-headed monkey! Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. It makes things look bigger. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Natürlich. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Haben wir hier noch irgendwas? Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Ad hoc würde ich sagen, I nein. appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Mit bezahlen aber immer noch nicht so. Both sides of the globe. It's twice the value. Woo, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. It's a map on a fan. What'll they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Somewhat understated and somewhat overpriced. Gut, aber erstmal würde ich sagen, sehe ich jetzt hier nichts weiter. Ich finde die Beschreibung halt ziemlich geil. Von den ganzen Tooltips hier. Gut, dann gucken wir uns mal weiter um. Oha. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done! Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Pandora, komm gut ins Bett, schlaf gut. Bis morgen. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Na, aber noch eine Quizkarte. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Gucken wir mal in die Gasse.
Ich sehe Stan. It seems to be stuck closed. It seems to be stuck closed. Employees only. Kriegen wir die offen? I'm no good at jimmying things. Also nein. Wo habe ich den Stift eigentlich her? The pen is mightier than the sword. Interessant. Noch gar nicht mitbekommen, ob ich den Stift denn herbekomme. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. A visitor! Stan ist im Knast. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Ei. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Texas, Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Der legt gleich los, Felu. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Okay. Das können wir ganz kurz lösen. Watch your boots in here, son. It's like a swamp, without the clean parts. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Ach, kam der Stift mit dem Buch? Ja, wahrscheinlich, ne? It says jail rules. 1. No escaping. Fertig. How's your day going? Any writing that was once here has been rubbed away. Okay, da können wir nichts lesen. So, let's go, Stan. Hey, Stan. Hello there, son. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. What did you do that got you arrested?
Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Dieser der geborene Verkäufer, ey. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounderbirds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Irgendwie habe ich gerade... kann das sein, dass... Irgendwie hat er mich auch gerade an Saul von Better Call Saul erinnert. Ich weiß nicht wieso. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Okay, Zahnbürste. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. See you later. Yep. So, ich glaube, das war's hier. That's nice. Also, Zahnbürste, Schlüsselmacher. Quizbuch. Seid ihr bereit für Quizbuch? This is the number for the jail cell lock. Welcher Kuchen ist Otis... Was? Ist nicht Otis Lieblingskuchen? Krabben, Vanille, Käse, Schokolade. Krabbenkuchen? Das ist der einzige, der jetzt so abstrus ist, aber ich habe keine Ahnung. Hat er gesagt, was er gerne isst? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das ist, ihr passt ja auf und schreibt mit. Also ich frage euch, Chat. Also was ist die richtige Antwort? Ihr passt ja auf. Ist ja hier interaktives Fernsehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielen Dank für die Unterstützung. Von Immortality. Dankeschön für den Host. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei Guild Wars 2. Was, die Antwort ist mehr grünes Leuchten? Wie mehr grünes Leuchten? Hä? Krabbenkuchen? Ich weiß es nicht. Hat er was von Krabben gesagt? Nein, falsch. Schon falsch. Direkt Eintrag ins Klassenbuch. Und ein Rich sei auch gegrüßt. Moin. Lago La Grandes Slogan war
Ich bin ein heißer Wiener, wo du auch hingehst auf See oder Land. Du kannst nicht entkommen mir, Lago Lagrand. Hey, wie ist die alte Wadenbeißer losgekommen? Was? Küsst den Koch? Nein, das da. Das weiß ich noch. Lago Lagrand. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch von früher. Lago Lagrandes Slogan. Siehste? Markus 1, Chat 0. Also dementsprechend, Chat, ihr müsst ein bisschen mehr aufpassen. Was ist denn das? Und Rumsäppel sei auch gegrüßt. Moin. Und Spooky, du natürlich auch sei gegrüßt. Gab es irgendwas Neues oder gibt es was Neues in Guild Wars oder spielt es einfach so regular? Weiß ich nicht, ob es ein neues Add-on oder so gab, deswegen frage ich mal. Gab es was Neues in Guild Wars? Wie viele das weiß ich nicht. Das habe ich keinen Schimmer. Also egal, was jetzt hier steht, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo Barebone Island ist. Ob das schon da war oder noch kommt. Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Okay, Vinicius hätte genau andersrum argumentiert. Alles klar. Ja, mal gucken. Gucken wir mal im Schmied rein. Hi there, newcomer. Hi. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Nach Aufmerksamkeit, Spooky. Nach Aufmerksamkeit. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Ah, einfach nur regular. Okay, okay. What's this lock? That's for hats. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Oh, Polly will einen Keks. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass. That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. So. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Ja, komm, jetzt hab dich mal nicht so. Ich hab eine Schnur. Könnte ich Is that eine Angel from a famous rausbauen? locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Komm gut ins Bett, Rise, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Na gut, ich glaube, an Items Ach, da ist noch eine Karte. Habe ich doch noch eine Karte gefunden. Können wir die beantworten, Chat? Achtung! Wer hatte in Monkey Island 2 ein Glasbodenboot? Ich kenne die Antwort. Wer kennt sie noch? Was, nicht Stan? Was? Ein Glasbodenboot? Nein. Wieso hatte Stan ein Glasbodenboot? Haben wir das nicht geliehen? Nein. Falsche Insel. Falsche Insel. Das war doch die, die wir in den Knast gesteckt haben. Damit, ne, und die das Boot da, wo ich euch im Stream halt hab stehen lassen. Ich hab euch schon 5 Minuten da stehen lassen, wo sie halt das Flyer gezeigt hat. Also, ne? Ja, ist Kate. Kate, genau.
Also, ich weiß nicht, ob es davon ja sogar einen Clip gibt, wo ich dann kurz auf Klo musste, wo sie das Flyer gehalten hat. Ihr seid hier dezent eskaliert. Aber was ich nicht weiß, ist, wo war Barebone Island? Kann mich nicht dran erinnern. Barebone Island. Weiß das einer von euch? Ja, aber da hat Stan Särge verkauft und keine Boote. Der hat nur im ersten Teil Boote verkauft. Falsche Insel. Was war die Möglichkeit? Also ja gut, erstmal was müsste ich wissen, wo Barebone ist. Ich weiß noch nicht mal in welchem Spiel, wo das war. Also tatsächlich 4, 8, 2, 6. Also 2, 4, 6, 8. Um es mal so rum zu nennen. Aber kein Schimmer. Ich weiß nicht mal, wo die Insel ist. Ich kann mich an Barebone nicht erinnern. Also ich gehe mal davon aus, es wird wahrscheinlich keine Referenzen sein zu Monkey Island 3 und 4. Aber trotzdem kann ich mich in 1 und 2 nicht an Barebone Island erinnern. Oder war das, wo der Muskelmann war mit der, weiß ich nicht, da wo du halt die Bestie besiegen musstest? War das Barebone Island? Ich weiß aber nicht, ob die einen eigenen Namen hatte. Das weiß ich nicht. Da muss ich passen. Okay, mal nach dem Schlüssel fragen. Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Wow. Das, Oh Mann, ey. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Okay, das haben wir. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Das kann sein, Sascha. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. So, geben wir mal den Schlüssel ab. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Gut, dass das auch nichts kostet. Ja, Locksmith. Alleine der Name schießt mich schon wieder weg, ey. Locksmith. Uff, ey. Holy shit, ey. Und was ich sagen muss, tatsächlich ist es sehr gut vertont. Also, dafür auch Props. Guybrush ist derselbe. Ich glaube, Woody
würde ich sagen, war nicht derselbe. Bei Stan bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, aber wie gesagt, finde ich gut vertont bis hierhin. Hey, Guybrush! Hey, kid! So, dann gucken wir den Fall mal They say the rauslassen. only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Guybrush, you gotta get me out of here! I'll make it my number 3 priority. Okay, will er nicht mehr? Dann machen wir das mal. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. I already copied the serial Hat eine Errungenschaft gegeben. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das auch später nochmal brauchen, weil er hat mir jetzt natürlich auch kein Item oder so dafür gegeben. Also dementsprechend hat es uns jetzt erstmal nicht weitergebracht. Word of advice, kid. Stick to the narrow straights. Also dementsprechend, ja okay. Haben wir das jetzt erstmal gemacht. Wofür, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Haus der Gouverneurin. Ja, gucken wir mal rein. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Eieiei. Oh Gott, ich kriege schon wieder Flashbacks. Ja, okay. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. Da oben liegt eine Karte. Die will ich haben. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. Der Drecksack, grüß, guten Abend. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Gib mir die Karte. Zack. Eine weitere Karte. Was haben wir denn? Das ursprüngliche Monkey Island wurde erstmals veröffentlicht auf... Boah, das ist jetzt aber eine fiese Frage. Ich weiß nicht, ob Amiga oder IBM PC unterschiedlich veröffentlicht wurden und was zuerst war. Die kamen meines Wissens relativ zeitgleich.
Oder gab es sogar echt die Amiga-Fassung früher und dann erst die PC-Fassung? Das ist echt eine gute Frage. Also, ich schätze, ist sich sicher Amiga. Okay. Könnt ihr mal gerne googeln, wann das dann rauskam, wie viel Unterschied war. Nee, tatsächlich falsch. Es war nicht der Amiga. Danke, Chat. Also muss es ja dann doch für PC gewesen sein. Und Amiga kam dann danach? Lol? Obwohl damals noch die Lead-Plattform, also besser halt die populärste Plattform der Amiga 500 war. Krass. Sascha, mach mal dein Google-Ding. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Oh, jetzt habe ich einen Plüschtier. It's soft and extra fuzzy. Ursprünglich für das Secret of Monkey Island für Atari ST und PC-System auf Diskette veröffentlicht mit EGA-Grafik. Einige Monate später wurde die VGA-Version für den PC veröffentlicht. Die Amiga-Version wurde danach veröffentlicht. Echt? Atari ST? Ich bin schockiert. Krass. Ja, ist ja interessant. Hey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warning, do not try these tricks at home. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Also die Antwort ist wahrscheinlich nein. Schiff zu Schiff, Kampfstrategie in die dummen Köpfe, was? Von den dummen Captain Madison. Ja, ich hätte vielleicht die Möglichkeit, ihr den Frosch zu geben, aber ich weiß noch nicht, ob ich wirklich dieses Buch halt will. Edgy. Edgy. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. War hier nicht früher eine Tür? Hier war doch eine Tür. Die ist weg. Stay out of my bedroom, Threepwood. Okay. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Okay, also sie hat Bücher, die uns eventuell interessieren. Mit dem Frosch können wir uns wahrscheinlich entschuldigen und die Bücher ausleihen. Aber im Moment weiß ich noch nicht, welches Buch ich so zu 100% haben will. Von daher erstmal weiter umgucken. So, Le Chac Schiff, die untere Straße, das Haus der Gouvernorin, der Wald, der Ausguck, die Werft. Wir können erstmal zur Werft gehen und da mal ganz kurz gucken, ob wir die Zahnbürste finden. Wow, that's worse than I imagined. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Stimmt, wie fit das ist. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Oh, armer Stan. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Ja, der Durchmusi, sei grüßt. Mir geht's super dir. Ich hoffe dir auch, Mann. Schönen guten Abend.
It always looks bigger on this side of the island. Da haben wir einen Eimer. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. It's a dried up old sea sponge. So, jetzt habe ich einen Schwamm. It's good for relieving stress. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. So, noch eine Quizkarte, Chat. Der Name der Voodoo-Lady lautet, das hat sie ja heute gesagt. Wer hat heute aufgepasst? War klausurrelevant? Ich hab's gesagt. Also, ich weiß es. Haut raus. Ja, ein paar haben aufgepasst. Von daher Lob und Anerkennung. Ja, das ist jetzt, Mutti-Zettel habe ich nicht bekommen, Hendrix. Also, das ist jetzt auch keine Entschuldigung. Also, ich kann die Klausur nicht schreiben, ich war nicht da. Ja, nee. Also, das ist jetzt ja, ungenügend. Ungenügend. Große Buch der Ausreden, da haben wir auch schon bessere gehabt, ne? Setzen, lernen. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window's all boarded up. Okay, also hier brauche ich irgendwas, um Is that an old toothbrush? Da reinzukommen für die Zahnbürste. Da bräuchte ich wahrscheinlich ein Brecheisen, weil ich jetzt einfach mal denke, dass das jetzt nicht funktioniert. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Steht das auf der To-Do-Liste? Nee, tatsächlich ist es nicht wirklich auf der To-Do-Liste. Also das ist quasi nur die Liste fürs Grobe. Oh ja, Kleiner, komm gut ins Bett, schlaf gut. Dann haben wir noch den Wald. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Da komme ich wieder raus? Ja, okay. Oh, der Brückentroll ist nicht mehr da. Oh, I used to love these when I was 6. Was gab's im Museum? Die Augenklappe, ne? Die Augenklappe für die Verkleidung. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Museum of Pirate Lore. Aber hier sehe ich jetzt auch nichts weiter. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay. Ja, wobei die Frage ist, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier ein Brecheisen herbekomme. Eventuell können wir nachher auch zwischen den Inseln wieder hin und her reisen. Oh, der sagt ja tatsächlich. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island.
I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ja, das sind halt super viele Referenzen. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own credits, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Essen ist okay, aber keine Mütze aufhaben. Mütze ab. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scumbag to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Also das Museum ist quasi über uns. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Ja, da ist auch noch ein Lagerraum. Okay. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Okay, wie kommen wir denn da dran? Also jetzt haben wir das Problem, dass wahrscheinlich... There's some very tiny writing on it. Okay, das kriegen wir wieder mit der Lupe hin. Oh, den kriegen wir nicht hin. The display case is locked. Okay, warte mal, habe ich das jetzt richtig gemacht?
Oh ja. Hier passt aber der Hotspot nicht. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Oh, zu klein. Also brauchen wir noch eine Lupe. Okay. Da haben wir eine Quizkarte. Obacht! Klausur! Das Geisterhuhn mit Verdauungsproblemen heißt... Ja? Das kommt erst noch. Kann mich nämlich nicht dran erinnern. Das hätten sie irgendwie kennzeichnen sollen zwischen kommt noch oder war schon. Na gut, aber wenn es halt random ist mit den Karten. Warten wir ab. Ich merke mir bei Lola, ob es Punkte für Lurchi gibt. It's Cracker Mix. Some assembly required. Gut, das nehmen wir mit. Und das war's. Especially fortified for the healthy parrot diet. So, jetzt ist die Frage. Wir brauchen eine Vergrößerung, um das lesen zu können. Für den iPad. Wir brauchen den Schrubber. Wir brauchen ein Brecheisen für, um an die Zahnbürste zu kommen. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Okay, das ist halt wieder quasi ein Irrgarten. Ach. I'm hopelessly lost without a map. Ja. Okay, also brauchen wir auch eine Karte. Da liegt aber noch eine Quizkarte. A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Das ist ja kein wirkliches... Ja, aber das Spiel hat halt quasi gespoilert. Also es ist halt... Dave Grossman war bei Lucasfilm Games im Jahr... Keine Ahnung. Weiß Google bestimmt. Wer mag googeln? Ich gehe mal ganz kurz was zu trinken holen. BRB.
Also 89 oder was hat Luigi rausgefunden? ...89. Dankeschön. Chat, gut aufgepasst. Gibt wieder Bonuspunkte. So, also hier brauche ich jetzt eine Karte. Guck mal ganz kurz, was es hier für Bücher gab. Nee. Achso, das sind die gelben, ne? Ja, okay, das erklärt auch einiges. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Was bringt das? Spaß, Vinitus, Spaß. Und Wissen. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Okay, pass auf, wir geben hier mal den Frosch. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Okay. Also ich muss auf dem Frosch was schreiben. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich damals in die Luft gejagt habe. Tut mir leid, dass ich den Geburtstag vergessen habe, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren Sorry for habe. losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist, dass du robust zur Robustheit bist. Ich bewundere, zu hart zur Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du verpflichtet bist. Ich schätze, dass du leidenschaftlich zu leidenschaftlich bist. Gott, oh Gott, was ist sie denn? Robust zur Robustheit. I realize that you are tough on toughness. Und alle sagen, wie nett du bist und sagen den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich sage, und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war, ich verspreche mich zu, weil ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir eine Heidenangst. I promise to do better in the future. So. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, was war denn falsch? Liebe Carla. Das Buch. Oder war das Buch? Ja, das war das Buch. Sorry for losing the book I borrowed. Robuste Robustheit müsste stimmen. I realize that you are tough on toughness. Und ich weiß, dass du netter bist, als die Leute sagen. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology.
I've implemented a reminder system for myself. Also jetzt habe ich 2 Sachen geändert. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Pflichtbewusstsein? Aber war nicht ihr Slogan Tough von Toughness? Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. Hart zur Sanftmut? I Ist der admire Rest dann that you are quasi hard egal? on softness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Wie viel Platz ist eigentlich auf dem Frosch? This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Nee. Also das ist ja noch falscher. Also dementsprechend war eine Sache falsch, aber die Frage ist was? Also das Tough und Toughness war halt richtig. Dear Carla. Habe ich mir von ihr denn wirklich ein Buch ausgeliehen? Ich meine, das war gerade noch mal Thema, aber ich habe die ja eher in die Luft Sorry for gejagt. blowing you up that one time. I realize that you are tough on toughness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, what's this about blowing me up? Okay. I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Okay. It's a lot of work being governor. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. Okay. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Edgy. Sonst haben wir hier auch nichts, ne? Okay, ein Versuch noch. Ansonsten scheint es ja noch eine andere Möglichkeit zu geben, das irgendwo rauszufinden. Carla. Dear Carla. Buch? Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. So. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay. Also ich weiß nicht, ob dieses One Thing bedeutet, dass eine Sache falsch ist oder wie man das so schön halt sagt, umgangssprachlich.
Okay, also wir brauchen, dann kommen wir da nicht weiter, weil ich dachte, ich kriege die Dings hier, die Karte. So, jetzt ist die Frage. Welcome back. Hi. Bitten, den Schlüssel auszuprobieren. Die Frage ist, könnte sie damit ablenken? Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Ja, das meine ich damit. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. Also die Frage ist, ich bräuchte noch eine Vergrößerung. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Ist sie verwandt mit Carla? Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Luigi, komm gut ins Bett, schlaf gut. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Wow. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Okay, jetzt habe ich zumindest Cracker. Damit oh, wow, jetzt noch eine Karte. Damit könnte ich den anderen Papagei wahrscheinlich ablenken, aber ich bräuchte wahrscheinlich erst einen Schlüssel, aber ich bräuchte dafür erst die Vergrößerung. Also die Frage ist, wo kriege ich jetzt hier noch eine weitere Linse her? Weil sie gibt mir die anscheinend jetzt ja nicht. Interessant ist auch, dass das Buch hier steht und der Papagei. Also es sind schon Connections zu Carla. Hey, kid. Das wundert mich, dass das mir gar nichts gebracht hat. This side of the bars, just in case. Also hier ist jetzt ja wirklich gar nichts. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy. Kann ich riechen, kann ich singen, ist kurzsichtig. Der Scorvidog-Verkäufer ist schwerhörig, kann ich riechen, kann ich singen, ist kurzsichtig. Ich glaube kurzsichtig, weil... Warum? Warum? Genau, danke, Destrax. Naja, weil er die Münze in den Mund nimmt, um zu prüfen, ob es halt eine Goldmünze ist. Und sie nicht anschaut und es nicht sieht. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Once you have a key, you've got to open the door.
Ja. Okay. Things are not what they seem. Okay, hier kann ich im Moment auch nichts machen. Oh, da ist noch eine Karte. Ja, die sind ja wirklich random. It seems to be stuck closed. Okay. Gucken wir mal noch, ob wir hier was machen können. Better to have one for each eye. If you say so. Kann man die kombinieren? Das wäre natürlich jetzt einfach. If one monocle is good, two is better. Ah. Das war ja einfach. Okay, das könnte uns jetzt dabei aber helfen. Gucken wir ganz kurz hier nochmal rein. Ob hier noch was Neues aufgetaucht ist? Ja, noch eine neue. Ja, okay. Da musst du natürlich dann, wenn du alles sammeln willst, halt wirklich sehr oft halt mal durchlaufen. Ich weiß nicht, ob das in der Achievement dann ist. Machen wir dann nachher am Ende des Streams die große Quizrunde. Wenn ich das jetzt jedes Mal mache, kommen wir ja zu gar nichts mehr. Weil die ja doch anscheinend häufiger nachspawnen. Ich weiß halt nicht, wie häufig. Ob das jetzt, sage ich mal, Quest-Schritt-mäßig ist oder einfach nach Zeit oder so. Ach Quatsch, ich wollte zum Museum, ich bin auch dumm. Ah, crystal clear. I'll just write that down. So, dann haben wir das. Dann können wir uns damit nämlich jetzt einen weiteren Schlüssel anfertigen. Die Cracker müssten wir theoretisch haben. Damit können wir dann das Ding ablenken und dann haben wir die Augenklappe. Aber dann kommen wir halt zu dem Punkt, dass wir wahrscheinlich das Rezeptbuch brauchen und ich habe noch keine Ahnung, wie ich mich entschuldige. Hello, Mr. Brush. Hello. Mr. Brush, ist das die Kurzform? Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. So, dankeschön. Auf Wiedersehen. Achso, ich sollte vielleicht darauf achten, ob hier noch mal wieder was liegt, ne? Hello, Mr. Brush. Hi. Nein. Jetzt ist nur die Frage... Ach Quatsch, ich muss wieder ins Museum, ne? Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. So. Gucken wir mal, ob ich das direkt mit dem Schlüssel machen kann. Ach da. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Habe ich es mir jetzt schwerer gemacht? Looking good. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Okay, es war jetzt nicht so geplant. Ups. Welcome back. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Okay. Dann brauchen wir erstmal Cracker.
Tschüss. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Okay. Dann gucken wir mal dahin, ob da jetzt gerade Versammlung ist. Nee, okay. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Okay, auf jeden Fall haben wir die Augenklappe. Jetzt gucken wir mal weiter in Richtung Schrubber. Dann hätten wir ja theoretisch vielleicht die zwei Dinge zusammen, die wir brauchen, aber ich kann es mir nicht so einfach vorstellen. Und danke für GG. Da liegt eine Karte. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Achso, die Kamera. Okay, ist doch keine Karte. So. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Was? Der Mopstilbaum? Ah, ich dachte, ich muss es klauen. Nein, ich muss auf eine Quest gehen, den epischen, Ding... Hier, Mopsbaum. Ei. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Uh-huh. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for Endlich example. kommen wir in den Schlaf gut bis You've got to morgen. make one. Trust me on this. Naja, gut. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Oh Mann, ey.
Na gut, also werden wir den ja wahrscheinlich nicht einfach nur klauen können. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Ei. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Okay, ich brauch's wahrscheinlich für was anderes. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. Okay, also brauchen wir das Kochbuch. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ja, jetzt ist die Frage, wo finde ich das Passende, wie ich mich entschuldigen kann? Und wo kriege ich das Holz? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years, you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. Und Fleisch. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Aber steht da, ask me about Loom. Then why don't you take off the ask me about Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Fanservice, gab eine Trophy. Nice talking to you. Yeah. Okay. Entschuldigung, Kochbuch, Holz. Aber wo kriege ich das Holz? Das müsste jetzt aber auch in der To-Do-Liste aufgetaucht sein. Ein Mob herstellen. Genau. Den Mob-Stielbaum finden. Ja, geil. Na nun. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness. Genau, tough on toughness. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness.
Also dementsprechend ist die Frage, wo sind die anderen Hinweise für Carla? Die müssten ja hier dann in der Stadt sein. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Santo Domingo. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Scheint immer anders zu sein. Bei mir stand da Pflichtbewusstsein. Ah, cool. Also dementsprechend wechselt das wohl durch. Deswegen war ich ja sicher mit Tough und Toughness. Aber ich wüsste halt nicht, wo ich die anderen Sachen halt rausfinde. Ja, ich könnte mal zum Wald gucken, ob ich da diesen Mopsbaum finde. Ja, es war ja trotzdem falsch. Wo war denn der Wald? Wäre jetzt natürlich... Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Also hier sehe ich nichts. Guck jetzt nochmal nach hinten. Oh, hi. I've got some bad news. Someone stole John Laney's eye patch. No. Some people have no respect for private property. It must have happened right after you left. Did you see anyone on your way out? Not a soul. Oh, hier ist nix. Ja, wir können jetzt ja nochmal probieren. Also, weil ich wüsste jetzt nämlich auch nicht, was jetzt als nächstes kommt. Weil ich habe jetzt halt ein paar offene Enden. Kann aber keins zumachen, weil mir für irgendwas... Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind. Autographed by Francis Drake himself. Guck sich jetzt an. Also hier wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich noch irgendwas machen kann. Ja, Wald ist naheliegend für einen Baum. Aber ich weiß nicht, ob wir dafür halt eine Karte bräuchten. I'm hopelessly lost without a map. Na, ich glaube. Also, weil ich komme aber nicht weiter. I'm hopelessly lost without a map. Also, da bräuchte ich eine Karte. Ich kann jetzt nochmal gucken, ob halt, ich könnte einmal zum Mojo-Ding gehen. Ah, das ist da. Nee, ist das Gefängnis. Mojo war hier. Ob ich noch was mit der Augenmaske machen muss. Can you fix this? Ah,
The famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, let's see what I can do. Der Biss der 1000 Nadeln. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. It's soft and extra fuzzy. Achso, die Augenklappe hat sie jetzt sogar behalten. Okay, ich habe keine Ahnung, was der Biss der 1000 Nadeln ist. Eine Zahnbürste? Okay, wir probieren es nochmal aus. Vielleicht habe ich jetzt die Information mit Santo Domingo, weil ich das Schild der Statue gelesen habe und ich hatte vorher vielleicht die Information nicht. Deswegen stand sie als Dialogoption gar nicht zur Verfügung. Weil das vielleicht diese eine Sache war, die tatsächlich noch gefehlt hat. Dieses One More Thing. Oder One Thing, besser gesagt, so rum war es. Warte mal, wir schreiben das mal. Dear Carla. So, Buch. Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. Ah. As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. Okay, das hat noch gefehlt. I promise to do better in the future. So. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful, considering it's Ta-da! you. I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. So, jetzt kann ich mir Bücher ausleihen. Ende der Planke. Interessanterweise ist das Buch, was beim Schmied steht, in der genau selben Farbe. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Okay, hier haben wir Autobiografie, Schatzkarten, Zutaten für das Essen, Schiff-zu-Schiff-Kampfstrategien, die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Okay, wir nehmen als erstes mal das Essen und bringen das mal dem Koch. Wo war das denn jetzt? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Dann nehmen wir das mal mit. Can I borrow this cookbook? Manche Dinge ändern sich einfach nie. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. So, damit gehen wir zum Koch. So. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. This will be excellent.
Ich hab einen Mob. It's the cook's old mop. Kann ich aber jetzt einfach gehen? Ah! Alter! Keep your hands off my mop! Eine Trophy, der Mobraub. Ich hab mich ein bisschen erschrocken. He'll never complain again. So, die Frage ist... It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Kann ich das wieder nehmen? Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Okay. Really? Busy? Yep. Okay. Ich hoffe, ich kann jetzt ein zweites Buch ausleihen, sonst Now, habe ich keinen Schimmer. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Okay, vielleicht kann ich das ja nochmal beim Governor fragen. Also entweder kann ich da ein zweites Buch ausleihen, oder ich habe schon wieder die Arschkarte und habe das falsche Buch genommen. Das wäre natürlich dumm. Weil dann vielleicht kann ich ja fragen, was die letzte Mal gegessen haben. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but anscheinend nicht. I'm busy these days. Governor stuff. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Das ist natürlich dumm, aber ich weiß nicht, wie ich dem Koch helfen kann. Was haben wir denn sonst noch offen? 1000 Nadeln. Ich glaube, ich brauche die Schatzkarte, um da hinten hinzukommen. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Also ich kann das nicht mit dem Messer machen, ne? Oh. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Okay. It's hopeless. I've got a few coins for incidentals. Also ich fasse nochmal zusammen. Ich brauche meiner Meinung nach diese Schatzkarte, um halt auf diesem Land zu dem Baum zu kommen. Für den Mob. Ich bräuchte theoretisch irgendwas wie ein Brecheisen, um zu Stan reinzukommen. Für die Zahnbürste, wo ich noch nicht weiß, ob ich die Zahnbürste brauche oder dafür was bekomme. 1000 Nadeln. Für für die Augenklappe. Das Gericht geht gerade nicht weiter. Weil der Koch das Kochbuch braucht, ergo kriegt das andere Buch nicht. Das sind quasi die Main-Probleme. Ja, Koch kocht halt, aber ich weiß halt nicht, wie ich das beschleunigen kann. Busy? Yep. Okay, see you around. Now, where was I? Seems I like a remember that lot. stench as if it were yesterday. Kavindra, komm gut ins Bett, schlaf gut.
Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Das Einzige, ich könnte nochmal bei Stan gucken, ob der eine Karte hat. Nice and hot. I wonder how long I could stand here before bursting into flames. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte vielleicht den Boden wischen. Ingredients indeed. Aber ich kann damit jetzt nicht... Doch, gar nicht. Coming along nicely. Aber ich kann damit jetzt hier in der Küche nichts machen. Oops. Oh, well, probably fine. Kann ich hier draußen was machen? Weil ich komme ja bis hierhin. Kann ich mir mit dem Messer ein Stück abschnitzen? Yo ho. Was hat das jetzt gebraucht? I carved it off the cook's mop handle. Good times. Ein Holzsplitter. Aber wofür brauche ich den? So much to do. Aber wirklich irgendwas... Oh, He'll never complain again. Okay, damit kann ich nichts machen. Gut, jetzt habe ich einen Splitter. I carved it off the cook's mop handle. Good times. 3 teaspoons in a tablespoon. He'll never complain again. It's a classic, elegant mop with a sliver carved out of it. Moment. Wenn ich jetzt wirklich rausgehe... I'm gonna find the secret of Nein, ich will nicht mit dir quatschen. Don't sound much like pirating to me. Und er dann jetzt sieht, dass er kaputt ist. Vielleicht will er ihn nicht mehr. Keep your hands off my mop. Der ist kaputt. Okay, das interessiert ihn anscheinend nicht. It's a classic, elegant mop with a sliver carved out of it. Kann er aber nicht präparieren irgendwie, ne? This will be excellent. Holzsplitter, 1000 Bisse war das, was wir brauchten? Bis der 1000 Nadeln. Ein Holzsplitter? He'll never complain again. Achso, nein, erstmal den wieder zurückstellen. So much to do. Yeah, it's filled with nasty looking water.
wir irgendwas reinschmeißen? Do I really have to salt it so often? Nee. Holzmöwe. 16 cups in a gallon. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Okay, das weiß ich. Warte mal. Kann ich mit dem Mahn was machen? Nee. This will be excellent. Ingredients in. Also das Einzige ist, wenn wir vielleicht das andere eine Karte halt kriegen bei Woody. Oder ist der Wolli? Woody, Wolli? Achso, warte mal, hier war ja Mojo Madness. Nein, bleib da. Splitter? Könnten 1000... Nein, nicht Nadeln sein. Schwamm? Nein. Nee, dann haben wir 1000 Nadeln noch nicht. Haben wir hier irgendwie eine Karte, die darauf hindeutet? Also ich glaube, ich müsste wann wahrscheinlich fragen. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Da haben wir ja Wally, here's a vorgearbeitet. sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Sure, here it is. Thanks, Wally. So, Progress. Geht doch. So, wo ist die Karte? Da oben. Wird. Ach du Scheiße. Kann ich mir die Karte übersetzen? Die Frage ist, fängt das jetzt von also das ist der Startpunkt an der Brücke vom Haus. Aber ist das jetzt... Also das Haus? Also das Haus? Oder ist es der Wald? Also theoretisch wäre es ja... Ah ja, von hier, okay. Ich muss pipi. Ich muss ein Foto gleich davon machen.
Ah. Ja, Foto kommt jetzt auf Insta. Was? So. Boop. Foto gemacht. So, wir sind quasi hier unten und müssen jetzt quasi einmal nach oben, müssen dann einmal nach rechts, müssen noch einmal nach rechts, müssen einmal nach rechts unten, müssen dann nach oben. Wobei, jetzt ist die Frage, ist das oben? Ja, wahrscheinlich, ne? A classic specimen of Alata needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful color. Ja, wollte ich nicht. Jetzt nach links. Nach oben. Nach links. Nach links. I guess I lost my way. Ich bin so dumm, selbst mit Karte zu laufen. Kann man bitte einer Waze anmachen? Beim nächsten Wendepunkt bitte nach... rechts. Rechts? Rechts? Nach oben? Links? Nach oben? Links, links, links. Also jetzt eigentlich nur noch links. I guess I lost my way. Hä? Aber dann ist das falsch. Aber das ist auf der Karte links eingezeichnet und nicht oben. Oder irgendwas ist oben, aber ist nicht links. Hä? Pella, komm gut ins Bett. Ich hoffe, du findest das Bett. Rechts, rechts. Rechts, oben, links, oben. Links, 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 links. Also, das ist halt... Vielleicht interpretiere ich die Karte auch falsch, aber... Da ist die Brücke. Und hier gehe ich aber... Da gehe ich denn zum Wald raus. Das ist falsch. Ich muss hier einmal nach oben. Das ist korrekt. So, ich gehe jetzt einmal nach rechts. Bin dann da. Gehe nochmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. Gehe jetzt einmal nach oben. Gehe einmal links. Gehe dann einmal nach oben. Und habe jetzt einmal links, zweimal links, dreimal links, viermal links. Einmal links. I guess I lost my way. Okay, ich kann das jetzt aber gerne auch nochmal jetzt hier verargumentieren. Also es sei denn, ich interpretiere die Karte falsch, dann könnt ihr mir gerne sagen, was ich falsch interpretiere. Ich starte hier. Gehe hier einmal nach oben. Dann habe ich einmal nach rechts, zweimal nach rechts, dreimal nach rechts, einmal nach oben, einmal nach links, einmal nach oben, links, 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 links. Also ich wüsste jetzt nicht, was daran falsch sein soll. Die Richtungen sind gar nicht wichtig. Du gehst nicht nach den Pflanzen. Wie Pflanzen? Was für Pflanzen? Ach so. Ach so. Warning. The dark forest ahead. Moment.
Das heißt, ich muss jetzt einmal grün zu grün. Also diese Fressfolie da zu Fressfolie. Und dann muss ich einmal zu blau. Und dann muss ich zu der grünen. Dann muss ich zu der blauen. Dann muss ich zu den grünen Pilzen. Und dann die Fressdinger. Und dann zu der blauen. Dann zu den grünen Pilzen. Zu der Fress. Und nochmal zu den Fress. Und dann müsste ich da sein. Ich habe Bambi gefunden! Ach du Scheiße, ja, da lag's an den Pflanzen. Darauf wäre ich nicht gekommen, sei ganz ehrlich. Danke, Chat. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Oh, ist ja süß. It's like there's a welcoming committee. Kann ich das schlachten? Nein. Kann ich es einem Kuscheltier geben? Mind your mama, little prickly kids. Sind das 1000 Nadeln? Hey, little fella. Wow! The distinctive shake tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. The distinctive shake tells me this is the rare, endangered Malay Island mop handle tree. Ups. Was ist passiert? Entschuldigung. Das ist so ein Unfall. Nicht mehr so fröhliche Tiere. Alter, was ist passiert? Huch. Das war... Nun. Es ist zitternde Vögel. It's probably time for them to fly south. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Oh Mann, ey. Wir haben absolut keine Fußstapfen hinterlassen. I made him up. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. So. Jetzt ist nur die Frage, was sind denn jetzt die 1000 Nadeln? Aber hier würde ich sagen, ist jetzt nichts mehr. Warte mal, der Tabulator war das, ne? Waldtiere, winziges Reh, zitternde Vögel. Also hier sehe ich jetzt nichts mehr. Kann ich die noch aufheitern? Die armen Tiere? Tut mir ja schon fast leid. I'll take a shortcut back. So, jetzt haben wir einen Mob. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das mit den 1000 Nadeln. Aber beziehungsweise ich bräuchte mein Buch. Ja, bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr.
Weil ich ja eigentlich kein anderes Buch gerade brauche. Ingredients indeed. Busy? Yup. Now, Okay. where was I? Also das haben wir fertig. Jetzt brauchen wir den Biss der 1000 Nadeln. Ich habe jetzt nichts, was irgendwie wie ein Biss wäre. Yarr. Ich glaube, Chat, ich bräuchte einen Tipp für die Rätsel, was ich jetzt noch lösen kann. Ich wiederhole nochmal, was ich aufhabe. Oder wo ich als nächstes dann weitermache, weil ich komme nicht in Stans Werft, weil ich die Bretter nicht wegkriege. Ich bräuchte Brecheisen, habe aber keins gesehen. Ja, okay. Dann den Biss der 1000 Nadeln, habe ich keine Ahnung, wo ich den bekomme. Eventuell in die Richtung einen kleinen Tipp. Kann ja auch sein, dass das Brecheisen vielleicht erst später kommt und man nochmal zurück kann. Das mag ja auch sein. The name seems to fit even better than it used to. Ich wüsste jetzt nicht, wo ein Brecheisen wäre. Aber ich gucke gerade auch nicht auf den Chat, dass die Mods vielleicht im Zweifel böse Spoiler nochmal moderieren könnten. Weil ich will ja nur so einen kleinen Tipp. I hope this isn't one of those party cruises. Aber hier ist auch nix. No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Weil das sind jetzt halt quasi die zwei Sachen, die ich nur noch offen habe. Aber ich nicht weiß, wie ich da weiter... Hey, watch it! Was war das denn? Wer hat denn hier geschmissen? Okay, ich gucke jetzt so langsam auf den Chat. Biss der 1000 Nadeln, was könnte denn beißen? Ja, Tiere oder so. Was, gibt einen Schneider? Ja, Igel habe ich auch schon dran gedacht. Ja, ja, genau, aber den konnte ich ja nicht mitnehmen. Wie, es gibt einen Schneider? Hä? Ein Schneider? Wie ein Schneider? Was für ein Schneider? Wo ist denn hier ein Schneider? Ja, die hätte ja aber gesagt, diese kann mir nichts sagen. Can you tell me where to find the bite of 1,000 needles? I wish I could. Me too. Ja, das ist ja nicht sehr informativ. Got any other mystical advice or information for me? No. Ja gut, nee, im Moment weiß ich jetzt immer noch nicht weiter. Also... Wie gesagt, Brecheisen, um irgendwas mit Stan machen zu können, also mit Stans Werft. Oder irgendwas in Richtung der 1000 Nadeln. Ja, und nicht die aus WoW. Lol. Haben wir auch zigmal gelevelt in 1000 Needles. Nee, also da komme ich nicht rein. Das ist zu... Also das... Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Ja, überlege, wo es Nadeln geben könnte. Ja, das tue ich ja, und das tue ich ja. Aber ich habe halt nichts in der Richtung gesehen. Also, wir hatten Schneiderladen, gibt's nicht, Nadeln standen nicht rum.
keine Ahnung. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Da stand schon mal ein Hinweis dazu. Die Flora des Waldes. Ich habe mir die Blumen doch aber angeguckt. Oder? Hatte ich mir die nicht angeguckt? Oder kann ich die jetzt erst nehmen? A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Also das kann ich nicht nehmen? Weil ich hatte mir hier alles angeguckt. Oder war das andere waren die Pilze, Purple ne? flowers. These must be lavender, or monkshood, or cyclamen. Oder muss ich die mit dem Messer abschneiden? I'll treat myself to a purple flower. I hope I don't get tossed in jail for this. Gotcha, you pointy little tracheophyte. Die Tiere sind halt immer noch völlig verstört. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. It looks pretty and smells wonderful. Also ich hätte tatsächlich aber eher gedacht, dass ich hinten dieses Gestrüpp da mitnehmen muss. Also das wäre für mich jetzt mehr nadelig. Ja, wobei die sehen auch so ein bisschen nadelig aus. Keine Ahnung, ob das jetzt 1000 Nadeln ist. Das ist jetzt aber echt, also ich glaube, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt echt wirklich an Nadeln oder irgendwas, was nadelähnlich ist, gedacht. Ihr seid auch mein Lösungsbuch, wenn ich nicht weiter weiß. Braucht doch nicht 2 Lösungsbücher. Achso, wir wollten ja zu Mojo. Mal gucken, ob das jetzt das Richtige ist. So. Die da? There you go. Bite of 1,000 needles. Okay, sehr weit hergeholt. Is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Voodoo. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Yeah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Jo, das sieht ja dann ganz gut aus, wa? Also wird der Rest wahrscheinlich dann später erst zusammenkommen. Also gehen wir mal zum Schiff. Und Dankeschön für den Hinweis. Also wie gesagt, die 2 Sachen, also mit den Blumen hätte ich nicht rausgefunden oder nicht so schnell. Und genau dasselbe jetzt mit den Nadeln. Das wäre für mich auch vielleicht Lost in Translation oder so, keine Ahnung. So, jetzt ist die Frage, ob ich das hier jetzt aufsetzen kann.
there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Jo, hab ich. Hab ich. How's this for a mop? Let's see. Stick, blobby spongy pad. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Teil 2, eine gefährliche Reise. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Kann ich den Laderaum verlassen? Can I leave the hold? No! What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. Ja gut, das sind die Hühner, die ja Tree schon quasi ein bisschen gespoilert hat. Chickens have their ways. Aber ja, gab's ja glaube ich auch schon vorher. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What if I need to, you know? Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, Pirate's Life for me. Ja, ich habe tatsächlich die Deutsche noch nie gehört, und also tatsächlich ist es halt für mich die ich aus Teil 2 auf Englisch halt kenne, beziehungsweise aus den, nee, aus 1 und 2 sogar, aus den Remakes. Also von daher ist das für mich kein Unterschied. Aber wir machen jetzt nochmal Quiz-Time und gucken jetzt mal ganz kurz, was wir hier machen sollen. Nach Monkey Island segeln, einen Weg finden, in den Laderaum zu entkommen, das Geheimnis von Monkey Island und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Jawohl. Quiz-Time! Wer hat denn aufgepasst? Fangen wir mal vorne an. Ein paar Karten hier. Gucken wir mal, ob wir was machen können. Das erste Spiel, das Scam-System verwendete. Also ich glaube, ich wüsste, was ich sage. Obwohl ich jetzt nicht zu 100%ig sicher bin. Na, Chat, also da dürft ihr jetzt antworten.
Echt, war Maniac Mansion früher? Ich hätte echt Loom gesagt. Und wieso ist das im Namen drin? Wofür steht denn dann Scum? Also wenn das MM für Maniac Mansion steht, wofür steht der Anfang? Script Utility für Maniac Mansion. Echt krass. Ich hätte Loom gesagt. War Loom echt nicht er? Weil ich habe erst Loom gespielt und dann Maniac Mansion. Okay, danke, Chat. Was haben wir noch? Wie viele Mobbäume gibt es? Ein? Oh, da gibt es auf den anderen Inseln auch noch welche. Okay, das ist jetzt eine Frage, ich kenne das weitere Spiel nicht. Also die gab es, glaube ich, vorher nicht, aber... Vielleicht ein? Das ist jetzt aber geraten, ich weiß es nicht. Echt? Loom kam echt später? Krass. Oder vertue ich mich gerade mit Zack McCracken? Kam Zack McCracken dann danach? Nach Loom? Kann sein, dass ich mich mit Zack McCracken vertue. Ja, aber kam es nach Loom? Das war die Frage. Okay, also wir tippen mal ein. Ne, gab es anscheinend mehrere. Okay, das war falsch. Okay, das wissen wir noch nicht. Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Jetzt ist die Frage natürlich, welcher Affenkopf. Ich wüsste, glaube ich, was ich sage. Aber ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Echt? Auch das war vor Loom? Krass, ich hätte Loom als eines der ersten eingestuft. Ja, würde ich auch sagen, Pay Me for Love. Das hätte ich auch gesagt. Privateigentum. Gucken wir mal, ob es richtig ist. Also das war in Teil 2 auf Monkey Island, wo du halt bei den Kannibalen warst. Oder war es 2? Ja, es war 2, ne? Oder war es 1? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall da, wo die Kannibalen waren. Ja, Privateigentum. Das, wie gesagt, finden wir raus. Wie viel eher, das wissen wir auch noch nicht, weil wir immer noch Bearbones Island nicht kennen. Was kann man nicht auf dem Meeresboden finden? Ja, von der Logik würde ich auch das sagen. Aber ich weiß es nicht. Ist natürlich die Frage, ob es spielrelated ist. Kann ein Geysir, also wirklich in der echten Welt, nicht unterirdisch sein? Also, ich weiß es nicht. Wir können es gerne mal probieren. Also, anscheinend kann ein Geysir unterirdisch sein, aber... Dann ist es wahrscheinlich spielrelated. So. Wisst ihr schon, wie viel Akte das Spiel hat? Das würde mich nämlich nochmal interessieren. Weil dann haben wir für heute Akt 1 durchgespielt, sind in Akt 2 von ich weiß nicht wie vielen Akten. Bist du sicher? Ja, beenden. Ich mache nochmal einmal hier die Kamera groß. 5, okay. Ja, also mir hat's gefallen. Tatsächlich, Grafik ist okay, sage ich einfach mal. Ich finde halt super, dass sie halt sehr viel Nostalgie mit reingenommen haben, was es halt für Leute, die Teil 1 und 2 halt wirklich kennen und häufiger gespielt haben, sehr, ja, so Nostalgie-Flash halt gibt.
Ich weiß nicht, ob das dann auch so ist bei Leuten, die das Spiel halt gar nicht kennen. Gibt es Leute, die das Spiel, also dieses Spiel spielen, aber 1 und 2 nicht gespielt haben? Würde ich mal fragen und wie da halt die Experience ist, für die, die halt vorher noch gar kein Monkey Island kannten. Wobei ich glaube, es werden wahrscheinlich alle irgendwie gespielt haben, oder? Ja, Grafik ist okay, macht ihren Job, finde ich nicht so schlimm wie 3D, finde ich auch besser als die Grafik von Teil 3 und 4. Ist aber, finde ich, nicht ganz so charmant wie von 1 und 2 irgendwie. Also, mag aber auch sein, dass man sich da vielleicht länger dran gewöhnt hat, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, auch der Remake-Stil halt, sage ich mal, so ein bisschen näher am Original gewählt war. Aber ist jetzt nicht so, dass es mich mega stört oder aus der Experience reißt. Wie gesagt, ist nur halt nicht so mein präferierter Stil, aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ja, ist okay, stört mich halt nicht. Könnte besser sein. Also einen anderen Stil haben. Sie ist jetzt in dem Sinne, was sie gemacht haben, nicht schlecht. Es ist halt einfach nur den Stil, den ich nicht so persönlich mag. Aber wie gesagt, ist okay. Man kann sich im Hauptmenü Gilberts Tagebuch ansehen. Ich glaube, da wird das bisherige Geschichte etwas erzählt. Okay. Ja, gab ja auch diese Rückblicke. Also ist schon charmant gemacht, muss ich sagen. Ist halt so ein Nostalgie-Flash. Also wie gesagt, ich mag's. Ja, morgen Abend haben wir gesagt, machen wir ein bisschen Cookie in WoW. Neue Klasse auschecken. Also quasi die Beta vom neuen Add-on. Und Donnerstag Back for Blood haben wir gesagt, ne? Das heißt, Sonntag, was wir Sonntag machen, wissen wir noch nicht. Vielleicht machen wir dann Monkey Island weiter. So halt der grobe Plan für die Leute, die jetzt halt wissen wollen, wann es halt weitergeht. Ja, wir wechseln in letzter Zeit halt die Spiele so ein bisschen durch und also dementsprechend dazu die nächsten Tage geplant. Ich danke euch fürs Einschalten. Und der Bonji, ist ja auch richtig ausgesprochen. Dankeschön auch natürlich, heißt es nicht, ne? Bonji. Das war falsch ausgesprochen. Der Bonige heißt es wahrscheinlich. Oder Bunige. Entschuldigung, Dankeschön für dein Follow. Dankeschön natürlich für alle Follows, fürs Supporten in Form von Abonnieren, Reabonnieren, Donatarieren, Hostieren, mit Bitschmeißen und auch Moderieren natürlich. Wie gesagt, morgen Abend sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock, morgen mal reinzulinsen, was das neue Add-on kann, was die neue Klasse kann. Ich bin gespannt. Der erste Healer seit 10 Jahren, ne? Seit Mist of Pandaria kommt ein neuer Heiler. Also eine neue Heldenklasse mit neuen Heilfähigkeiten in Dragonflight, was natürlich dann auch ein Drache ist. Also dementsprechend mal morgen reingucken, Charakter basteln oder mal so ein bisschen gucken, wie der sich anfühlt und anspielt. Bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, Heilklasse war halt immer meins, habe ich halt gerne gespielt. Guti! Die Charaktere finde ich eigentlich ganz okay, halt mehr so Richtung Day of the Tentacle, aber die Gesichter sind gewöhnungsbedürftig, wobei es noch mehr Animationen gab, als ich gedacht hätte. Das fand ich ganz schön. Ja, nee, weiß ich nicht. Day of the Tentacle ist aber auch, also ich habe das Remake nicht gespielt. Ich habe Day of the, das müssten wir irgendwann nochmal machen. Ich habe nur das Original halt damals gespielt, aber würde ich also auch sagen. Also mich erinnert der Stil eher an Grim Fandango, so irgendwie. Guck nochmal ganz kurz. Grim Fandango. Bilder. Ja, wobei auch nicht wirklich. Eigentlich überhaupt nicht. Dann weiß ich nicht, in welche Richtung ich das packe. Keine Ahnung. Nee, weil Grim Fandango ist ja auch irgendwie eher so schon 3D-Kram. Okay, nee, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ja, lustigerweise, du siehst, ich habe jetzt meine Hände hier, ja. Ich habe es nicht gegoogelt jetzt, weil meine Hände schon hier sind, aber ich habe genau dasselbe gerade geguckt, ob der Stil so in Richtung Broken Age geht. Aber nee, auch nicht. Auch die Charaktere sind halt schon gänzlich anders. Also auch Broken Age trifft es nicht, wie Grim Fandango trifft es nicht. Ich meine, ich kenne den Stil, aber mir fällt jetzt kein. Also das sieht halt doch deutlich mehr so aquarell gezeichnet aus. Würde ich jetzt aber halt nicht bei den Monkey Islands sagen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken, ob ich irgendwie ein Spiel nochmal finde irgendwie, was ich meine, was so in die Richtung geht. Knights and Bikes, ne, das kenne ich nicht. So, ich mache mal eine lokale Recording.